Dinge vergleichen. Das brauchst du im Alltag eigentlich jeden Tag. Jeder vergleicht immer etwas mit etwas anderem. Wie machst du das auf Deutsch? Dafür brauchst du die sogenannte Steigerung der Adjektive. Du hast bestimmt schon mal vom Komparativ oder dem Superlativ gehört. Wie genau du auf Deutsch vergleichen kannst mit dem Komparativ und dem Superlativ, aber auch ohne, das erkläre ich dir in der heutigen Lektion. Hallo, mein Name ist Dian und ich bin dein Lehrer hier auf Easy Deutsch. Auf meinem Kanal zeige ich dir, wie die deutsche Grammatik funktioniert. Immer einfach, kompakt und für jeden verständlich. Heute zeige ich dir, wie du auf Deutsch Dinge vergleichen kannst. Dafür brauchst du die sogenannte Steigerung der Adjektive. Das hast du bestimmt schon mal gehört. Dazu gehört auch der Komparativ und der Superlativ. Keine Sorge, ich erkläre dir diese Wörter jetzt gleich mit der Hilfe meines E-Books. Die Steigerung der Adjektive. Dafür musst du wissen, dass das Adjektiv 3 Formen kennt. Das ist die erste Form, das ist die ganz normale Form. Das Haus ist groß, das ist die Form, die du auch im Wörterbuch überall findest. Die wird auch positiv genannt, das ist der Fachbegriff dafür. Die zweite Form ist der Komparativ. Wenn du ein bisschen Lateinisch kannst, siehst du, das kommt von vergleichen. To compare, auch vom Englischen, comparar, Spanisch. Hier steckt das drin. Das Haus ist größer. Das ist immer die Version mit dem ER hier hinten dran. Und die dritte Form ist der Superlativ. Das Haus ist am größten. Also hier ist etwas größer, also das ist das größte Haus. Da gibt es kein noch größeres. Und du siehst hier auch die 3 verschiedenen Varianten beim Vergleich. Und als erstes erkläre ich euch den Komparativ, wie genau dieser funktioniert. Der Komparativ ist auch die sogenannte erste Steigerungsform und beschreibt Dinge, die einfach nicht gleich sind. Beim Komparativ ist etwas nicht gleich und du bildest den Komparativ ganz einfach Adjektiv plus ER. Und meistens folgt auf den Komparativ dann auch noch als und ein zweites Nomen, welches du mit dem Subjekt vergleichst. Zum Beispiel, Kevin rennt schneller als Max. Hier haben wir den Komparativ schnell, das Adjektiv schnell plus ER, als Max. Hier ist das Subjekt und wir vergleichen Max mit dem Subjekt. Kevin ist hier das Subjekt. Lisa ist kleiner als Maria. Klein ist das Adjektiv plus ER als Maria. Lisa ist das Subjekt und wir vergleichen Lisa mit Maria. Das ist es schon zur Bildung, also wirklich einfach. Es gibt aber noch ein paar Besonderheiten, nämlich wenn das Adjektiv auf EL endet, dann fällt das E im Komparativ weg, aber nicht im Superlativ. Edel wird zu edler. Im Superlativ bleibt es gleich. Dazu aber noch mehr gleich zum Superlativ. Sensibel wird zu sensibler. Dunkel zu dunkler. Flexibel zu flexibler. Das ist ganz einfach, weil es sonst zu viele E's hier in den kurzen Wörtern wären. Das wäre sehr schwer auszusprechen. Edeler, sensibler, dunkeler, flexibler. Es geht noch, aber das E fällt immer weg, weil es einfach zu viele E's da hintereinander wären. Und wenn das Adjektiv auf ER endet, fällt das E nur weg, wenn das Adjektiv davor einen Vokal stehen hat. Diese Regeln kennst du auch von der Adjektivdeklination. Dort ist das ganz genau so. Du lässt das E beim EL immer weg und beim ER, wenn noch ein Vokal davor steht. Das ist also exakt dasselbe und es ist exakt derselbe Grund. Das sind zu viele E's. Teuer wird zu teurer, sauer wird zu saurer, sauber
ist aber sauberer, denn das B ist kein Vokal. Aber Adjektive auf ER sind selten. Das hier sind die 3 geläufigsten. Es gibt sicher noch ein paar mehr, aber das sind die 3 wichtigsten. Erinnere dich daran, genau dasselbe wie bei der Adjektivdeklination. Bei EL und ER Endungen fällt das E beim EL immer weg und beim ER, wenn noch ein Vokal davor steht. Und einsilbige Adjektive, also die nur einen Vokal drin haben, bilden den Komparativ sehr häufig, aber nicht immer, mit dem Umlaut. Groß wird zu größer und klug zu klüger, alt zu älter. Also hier wechselt der Vokal zur jeweiligen Version mit dem Umlaut. Das ist fast immer so. Nicht immer, aber fast immer wechselt hier bei einsilbigen Adjektiven, also den kurzen mit nur einem Vokal, das O, U und A zu Ö, Ü oder Ä. Schauen wir uns jetzt den Superlativ an. Im Gegensatz zum Komparativ beschreibt der Superlativ Dinge, die nicht zu übertreffen sind. Er ist also die höchste Steigerungsform. Der Komparativ beschreibt einfach nur, etwas ist nicht gleich, und der Superlativ beschreibt, dass etwas ist nicht zu übertreffen. Und du bildest den Superlativ wie folgt. Mit dem bestimmten Artikel plus das Adjektiv plus die Endung ste. Oder mit am plus Adjektiv plus Endung sten. Es gibt hier 2 Versionen. Ja. Zum Beispiel, Kevin ist der schnellste Läufer. Das hier ist der bestimmte Artikel, das Adjektiv, die Endung ste und dann das Nomen. Kevin rennt am schnellsten. Da haben wir am plus das Adjektiv plus sten. Und hier seht ihr auch schon, wann ihr welche Version benutzen müsst. Wenn du hier dahinter noch ein Nomen stehen hast, dann benutzt du diese hier. Wenn du kein Nomen stehen hast, also das Ganze sich auf das Verb bezieht und nicht auf das Subjekt, dann am schnellsten. Also am einfachsten merkt es sich, hier steht kein Nomen, dann am. Hier steht ein Nomen, dann mit dem bestimmten Artikel Adjektiv plus ste. Es gibt hier ein paar Besonderheiten, nämlich wenn die Adjektive auf D oder T oder alles, was wie ein S klingt, also S, SZ, X oder Z, endet, dann bildest du den Superlativ in der Regel mit EST, also du schiebst hier noch ein E hinten ein. Leicht, leichter, am leichtesten. Also hier kommt ein extra E dazwischen. Heiß, heißer, am heißesten. Auch hier wieder das extra E, weil sonst wäre es Doppel-S. Das geht nicht. Schlecht, schlechter, am schlechtesten. Es gibt eine Ausnahme, groß, größer, am größten. Also hier kein extra E, sondern das S fällt weg, dieses S, weil hier schon eins steht. Aber normalerweise kommt ein E hier dazwischen. Und genauso wie beim Komparativ, einsilbige Adjektive bilden den Superlativ mit dem Umlaut. Meistens. Groß, größer, am größten, klug, klüger, am klügsten, alt, älter, am ältesten. Das Ganze funktioniert natürlich genauso mit der Version mit dem bestimmten Artikel. Das hier ist nur die für das Aufschreiben einfachere, deswegen hier immer mit dem am, aber dieselben Regeln gelten genauso für die Version mit dem bestimmten Artikel. Schauen wir uns jetzt noch die unregelmäßigen Adjektive und natürlich auch die wahrscheinlich sehr beliebte Deklination an. Es gibt ein paar wenige Adjektive, die sind unregelmäßig im Komparativ und im Superlativ. Ich habe dir hier eine kleine Übersicht über die wichtigsten gemacht. Das sind gut, wird zu besser und am besten. Das hat mit der Regel nichts zu tun, das musst du wissen. Groß, größer, das ist noch normal, aber hier am größten, weil es eben nicht am größesten ist. Hoch, höher, erinnere dich hier für das C, am
höchsten. Und auch hier noch mit dem Umlaut, weil wir hier es nur einsilbig ist. Nah, näher, am nächsten mit Umlaut, ist aber regelmäßig, ist auch einsilbig. Am nächsten. Hier schieben wir das C wieder ein. Wahrscheinlich hat nah das C von hoch geklaut. Viel, mehr, am meisten, komplett, unregelmäßig. Gern oder lieb wird zu lieber und am liebsten gesteigert. Also hier aufpassen. Gern benutzt die Steigerung von lieb. Also wenn du gern das Adjektiv gern steigern möchtest, machst du das mit lieb. Lieber, am liebsten. Und du musst die Komparativ- oder die Superlativform, wenn sie vor einem Nomen steht, auch entsprechend der Adjektivdeklination deklinieren, denn es sind Adjektive. Das ist beim Superlativ natürlich nur die Form mit dem bestimmten Artikel hier davor, die musst du anpassen. Er hat ein schnelleres Auto als ich. Hier, das ist der Komparativ, der bekommt einfach die Adjektivendung noch hinten dran. Ein schnelleres Auto als ich. Das ist akkusativ neutral und ein unbestimmter Artikel hier davor ohne Endung, deswegen das Auto, ein schnelleres Auto. Also beim Komparativ einfach die Adjektivendung hinten dran. Jan ist ein besserer Lehrer als Max. Auch hier besserer. Das ist die Komparativendung oder die unregelmäßige Form und da hängst du einfach noch die Adjektivendung hinten dran. Und hier ein Beispiel mit dem Superlativ. Jermaine ist der schnellste Mann der Welt. Hier ist es Nominativ maskulin, der steht davor, der schnellste Mann. Wenn das zum Beispiel Plural wäre, wären es Jermaine und John sind die schnellsten Männer der Welt. Also da musst du es anpassen zum en, entsprechend der Adjektivdeklination. Hier bin ich wieder. Bitte noch nicht abschalten, denn wenn du dich an den Anfang des Videos erinnerst, es fehlt noch ein Teil, nämlich wie du vergleichen kannst, ganz ohne Komparativ und Superlativ und damit ganz ohne die Adjektivdeklination, die ich dir in dem gestrigen Video erklärt habe. Wie du das genau machst, dazu brauchst du ein paar andere Wörter noch dazu, aber wie versprochen, du brauchst hier nichts deklinieren. Vergleiche ohne Steigerung. Das machst du mit der positiven Form, also dem normalen Adjektiv. Und dazu nimmst du dir noch ein paar bestimmte Ausdrücke hinzu. Das sind die folgenden Ausdrücke. Genauso wie oder auch so wie bedeutet, dass etwas gleich ist. Jan ist so schwer wie Marcel. Jan ist genauso schwer wie Marcel. Das bedeutet einfach nur, Jan und Marcel haben das gleiche Gewicht. Also etwas ist identisch gleich. Das ist auch ein Vergleich, aber du stellst fest, wir haben hier zwei identische Sachen, zwei gleiche Sachen. Der Unterschied zwischen so wie und genauso wie ist, bei genauso ist es nochmal ganz exakt, also wirklich ganz exakt gleich. So wie ist auch gleich, aber das kann auch plus minus ein paar Gramm, also wenn man es nicht so genau nimmt, so wie und ganz exakt, dann genauso wie. Bei halb so wie beschreibt man die Hälfte, also etwas ist nur halb so groß wie der andere. Hier, der Kuchen ist halb so groß wie der andere. Das bedeutet, der eine Kuchen ist dementsprechend doppelt so groß wie der andere. Das ist genau das Gegenteil, halb so und doppelt so groß. Also Kuchen 1 hat die zweifache Größe wie Kuchen 2. Oder umgedreht hier, Kuchen 1 hat die halbe Größe wie Kuchen 2. Und fast so wie bedeutet annähernd oder fast gleich. Der Kuchen ist fast so groß wie der andere. Also hier bedeutet es ganz einfach nur, dass sie fast gleich sind, also ähnlich groß, aber eben nicht genauso groß
sondern nur fast so groß. Und nicht so wie bedeutet einfach nicht gleich. Also das ist das Gegenteil hier von genauso wie. Der Kuchen ist nicht so groß wie der andere. Das beschreibt einfach nicht, ob es ungefähr so groß ist, sondern einfach nur nicht gleich. Ob es viel größer ist, nur ein bisschen größer, das beschreibt das hier nicht. Es ist einfach nur definitiv nicht gleich. Jetzt solltest du ein Spezialist sein bei den Vergleichen. Wenn du dazu noch Fragen hast, dann schreib mir einfach einen Kommentar hier unter dieses Video. Und falls du Übungen dazu suchst, dann schau einfach mal in meiner Grammatikakademie rein. Wenn du Mitglied meiner Akademie bist, dann bekommst du zu allen Videos, die ich hier veröffentliche, immer Arbeitsblätter und Übungen dazu, damit du das Gelernte direkt anwenden kannst. Und zusätzlich findest du dort auch noch Online-Kurse und E-Books. Also schau einfach mal in meine Akademie rein, du findest sie hier.